Hallo liebe Nähfreunde, heute möchte ich mit euch eine coole, richtig gemütliche Kapuzenjacke aus Sweat nähen. Das Schnittmuster dafür gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen. Das Besondere an dieser Kapuzenjacke ist die schön saubere Innenverarbeitung mit einem Beleg. Und wie immer könnt ihr es auf meiner Webseite Petido herunterladen. In diesem Video werde ich euch nun folgende Arbeitsschritte zeigen. Als erstes werden wir die Kängurutasche vorbereiten und aufnähen. Danach den Reißverschluss schön sauber mit einem Beleg verarbeiten. Anschließend werden die Raglanärmel angenäht. Danach wird die Kapuze gefüttert und ebenfalls angenäht. Und zu guter Letzt befestigen wir die Bündchen. Ich nähe zum einen mit meiner Nähmaschine von Pfaff. Hierbei ist besonders der zusätzliche Obertransport sehr hilfreich. Und zum anderen verwende ich meine Overlock-Maschine von Bernina. Für weitere Infos zu den Maschinen könnt ihr auch auf den jeweiligen Link klicken. Die Schnittteile für unsere Kapuzenjacke habe ich hier schon einmal vorbereitet. Wir haben zwei Vorderteile, ein Rückenteil, welches im Bruch zugeschnitten wird, zwei Belegstreifen für den Reißverschluss, hier in der passenden Länge. Wir haben zwei Raglanärmel, einen linken und einen rechten, 4 Kapuzenteile insgesamt, 2 für die Außenseite und 2 für die Innenseite. Hier sind die 2 Känguru-Taschenteile, dazu die Bündchen für die Tascheneingriffe, 2 Ärmelbündchen und hier ist das Saumbündchen. Und jetzt geht's los. Wir beginnen mit der Vorbereitung der Känguru-Tasche, wobei ich hier die ersten Nähte mit der Overlock-Maschine machen werde. Ihr könnt die komplette Jacke aber auch mit der normalen Nähmaschine nähen. Welche Einstellungen ihr dabei beachten solltet und welche Tricks es vielleicht gibt, das könnt ihr euch in meinem Nähvideo zum Shirt Elaine anschauen. Im ersten Schritt falten wir nun die Bündchenstreifen links auf links und stecken sie gleichmäßig verteilt an die Tascheneingriffe. Dann nähen wir es fest mit einer Nahtzugabe bzw. Nahtbreite von 7 mm. So sehen nun beide Taschenteile aus. Jetzt können wir das Bündchen umklappen und wenn es hier etwas wellig ist, am besten die Kante noch bügeln. Und als nächstes steppen wir mit der normalen Nähmaschine hier die Kante ab, damit das Ganze schön flach wird. Ich nähe jetzt 2 mm neben dieser Kante und verwende dafür einen Steppstich mit einer kleinen Stichlänge von 2. Ihr könnt ebenso eine Ziernaht oder auch eine Covernaht dafür verwenden. Weil der Nahtanfang hier etwas dick ist, lege ich ein Stück Stoff unter den hinteren Teil des Nähfußes, damit der Anfang leichter gelingt. Die Kanten sind abgesteppt und wenn es bei euch, so wie bei mir, hier leicht wellig ist, könnt ihr das mit Bügeln wieder gut in Form bringen. Als nächstes bügeln wir gleich die oberen und die seitlichen Kanten unserer Taschenteile 7 mm um. Um die gebügelte Kante zu fixieren, könnt ihr gleich ein paar Nadeln stecken. Die so vorbereiteten Taschenteile können wir nun auf die Vorderteile aufnähen. Dafür legen wir sie bündig hier an den unteren Ecken an und verwenden gleich die Nadeln aus dem vorherigen Schritt, um sie festzustecken. Achtet darauf, dass die Taschenteile hier auf der gleichen Höhe enden. Und nun nähen wir sie mit der Nähmaschine knappkantig auf. Ich verwende jetzt ebenfalls einen Steppstich und nähe 2 mm neben der Kante.
Um zu verhindern, dass die Taschen später an den Eingriffen einreißen, wechsle ich jetzt hier auf dem Bündchen die Naht, und zwar verwende ich einen engen Zickzackstich. So sieht diese erste Naht nun aus und auf die gleiche Weise nähe ich die restlichen 3. Und so sehen die fertig aufgenähten und gebügelten Kängurutaschen aus. Und als nächstes nehmen wir uns den Reißverschluss vor. Bevor wir ihn annähen, stabilisieren wir zuvor noch die vorderen Kanten der beiden Vorderteile sowie beider Belegteile. Das verhindert, dass die Kanten sich später beim Nähen ausdehnen. Dafür bügeln wir auf die linke Stoffseite etwas Formband oder als Streifen geschnittene Bügeleinlage. Dieser wird mittig auf die spätere Naht aufgelegt, und zwar ist diese im Abstand von 1 cm zur Kante. Da unser Reißverschluss später auch im Bündchenbereich verläuft, nähen wir dieses jetzt bereits ein kleines Stück hier am Vorderteil an. Dafür legen wir es rechts auf rechts und nähen jetzt hier mit der Nähmaschine eine 7 cm lange Naht. Die Nahtzugabe beträgt hierbei 7 mm. Auf die gleiche Weise wird das Saumbündchen jetzt am anderen Vorderteil angenäht. Entweder habt ihr vielleicht mehrere Teile oder ihr habt ein Saumbündchen. Dann müsst ihr darauf achten, wenn ihr es am anderen Vorderteil anlegt, dass es nicht verdreht ist. Das Saumbündchen ist nun angenäht. Bevor ich es auseinanderfalte, markiere ich mir zuvor mit einem kleinen Einschnitt noch die Mitte vom Bündchen. Damit habe ich nun das Reißverschlussende markiert. Jetzt kann ich diesen rechts auf rechts an die vordere Kante anlegen. Das Reißverschlussende befindet sich, wie gesagt, hier an dem Knips, an dem kleinen Einschnitt. Und hier oben, der Schieber ist auf der Innenseite und 1 cm von der oberen Kante entfernt. Übrigens ist diese vordere Kante im Schnittmuster genau an die gängigen Reißverschlusslängen angepasst, sodass ihr diese also nicht extra kürzen müsst. Jetzt stecken wir den Reißverschluss fest und nähen ihn mit einem Kantennähfuß an. Ich habe jetzt hier mein Kantennähfüßchen eingesetzt und ziehe beim Reißverschluss den Schieber ein Stück nach unten. Der Reißverschlussbeginn ist 1 cm hier unter der Kante. Das Reißverschlussband klappe ich schräg nach innen. Die Nahtzugabe beträgt etwa 1 cm.
Jetzt lasse ich die Nadel im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen und ziehe den Schieber wieder nach oben an der Nadel vorbei. Senke das Nähfüßchen und nähe weiter. Die eine Reißverschlusshälfte ist nun angenäht, nun ist die zweite an der Reihe, diese kommt natürlich an das andere Vorderteil. Hierbei müssen wir nun darauf achten, dass die Nähte vom Saumbund und hier von der Tasche dann später auf einer Höhe sind. Dafür markiere ich mir diese Stellen mit jeweils einer Nadel. Jetzt lege ich auch die zweite Reißverschlusshälfte wieder rechts auf das andere Vorderteil. Dafür klappe ich hier alles um und schaue nun, dass eben diese Nadeln genau auf die Saum- bzw. hier diese Taschennaht treffen. Und dann stecke ich auch hier den Reißverschluss beginnend unten beim Knips bis oben hin 1 cm vor der Kante fest. Hier klappe ich das Reißverschlussband wieder schräg um. Der Reißverschluss ist nun auf beiden Seiten fixiert. Jetzt können wir das Ganze hier einmal aufklappen und sehen, wie hier schön die Nähte auf einer Höhe jeweils sind. Und weil auch die Innenseite von unserer Kapuzenjacke schön sauber aussehen soll, nähen wir im nächsten Schritt noch die Belege an. Bei diesen habe ich nicht nur die vordere Kante mit Bügeleinlage verstärkt, sondern auch hier diese kurze und diese gerundete Kante zuvor versäubert. Dafür nehme ich mir das entsprechende Belegteil. Die gerade Kante liegt hier am Reißverschluss und dann lege ich es rechts auf rechts hier unten an das Bündchen an und nähe diese kurze Strecke mit der Nähmaschine. Ebenso nähe ich das zweite Belegteil an. Beide Belegteile sind nun am Saumbündchen fixiert und gleich wird euch garantiert klar, wie das Ganze hier zusammenpasst. Jetzt nähen wir also auch den Beleg hier an dieser Kante fest. Wobei wir nicht auf der Belegseite nähen, sondern wir nähen auf dem Vorderteil, sodass wir genau auf der ersten Naht nähen können. Zuvor stecke ich noch alle Lagen zusammen.
Ich habe einen Kantennähfuß eingesetzt und nähe nun genau auf der Naht. So sieht der angenähte Beleg aus. Und jetzt können wir ihn auf die Innenseite umklappen und dann seht ihr, wie jetzt der Reißverschluss sowohl von außen als auch von innen schön sauber eingefasst ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier diese Kante am Reißverschluss auch noch absteppen, wobei es hier an diesen Stellen dicke sind, dadurch etwas kniffliger wird. Auf die gleiche Weise nähen wir nun auch den zweiten Beleg an der vorderen Kante an. Nachdem nun auch der zweite Beleg fixiert ist, sind unsere beiden Vorderteile so vorbereitet, dass wir als nächstes die Raglanärmel annähen können. Anhand der Knipse, also den Markierungen, die ich von den Schnittteilen mit kleinen Einschnitten hier auf die Stoffkanten übertragen habe, kann ich nun die Ärmel entsprechend richtig zuordnen. So treffen hier diese beiden Knipse vom Vorderteil auf diese beiden Knipse am Ärmel. Jetzt lege ich den Ärmel rechts auf das Vorderteil und stecke beide an dieser Strecke zusammen. Der Beleg wird dabei nicht mitgesteckt. Jetzt nähe ich die Naht mit der Overlock-Maschine mit einer Nahtbreite von 7 mm. Hier im unteren gebogenen Bereich lege ich mir den Stoff gerade. Nun sind beide Ärmel am Vorderteil angenäht, jetzt nähen wir sie auch an das Rückenteil. Hier trifft jeweils ein Knips auf den anderen. Nachdem die Ärmel angenäht sind, können wir nun Vorder- und Rückenteil rechts aufeinander legen und die Seitennähte schließen. Ich stecke beide Teile zusammen, dabei treffen hier die beiden Ärmelnähte aufeinander. Jetzt nähe ich die Seitennaht und beginne oben beim Ärmelsaum.
Beide Seitennähte sind nun geschlossen, jetzt können wir als nächstes die Kapuze vorbereiten. Dafür nähen wir im ersten Schritt die beiden Kapuzenteile für die Außen- und die Innenkapuze hier an der gerundeten Strecke rechts auf rechts zusammen. So sehen beide Teile aus und nun stecken wir die Innenkapuze rechts auf rechts in die Außenkapuze und nähen beide an der vorderen Kante zusammen. So sieht die gewendete Kapuze nun aus. Im nächsten Schritt könnt ihr noch die vordere Kante bügeln und absteppen. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch einen Tunnelzug nähen mit einem dekorativen Band. Dafür zeige ich euch jetzt, wie ihr eine Metallöse befestigt und den Tunnelzug näht. Meine Metallösen haben einen Durchmesser von 8 mm und sind passend zu dem Band, das später hindurchgezogen wird. Dementsprechend breit wird dann auch der Tunnel. Die Position meiner Öse soll 7 mm von der vorderen Kante und 2 cm von der unteren Kante entfernt sein. Bedenkt bei der Positionierung, dass hier an der unteren Kante später noch 7 mm Nahtzugabe wegfallen und dass ihr noch genug Platz neben der Öse haben müsst, um später diese Tunnelnaht zu nähen. Die Position der Öse markiere ich nun mit einem Punkt. Diesen Bereich verstärke ich nun auf der Stoffrückseite mit einem etwas größeren Stück Bügeleinlage. Und genauso auf der anderen Seite. Damit haben wir verhindert, dass die Ösen später ausreißen. Nun können wir die Ösen entsprechend der Herstellerangaben befestigen. Nachdem beide Ösen nun befestigt sind, bügeln wir die vordere Kante. Nun können wir die Tunnelnaht nähen und dafür stecken wir sicherheitshalber beide Lagen noch mit Nadeln zusammen. Für die Tunnelnaht verwende ich einen Steppstich. Dieser verläuft im Abstand von 3 cm zur Kante. Dafür habe ich mir hier eine Markierung aufgeklebt. Damit ich bequem an der Öse vorbeinähen kann, habe ich zusätzlich einen Kantennähfuß eingesetzt. Nun kann ich mein Band mit der Sicherheitsnadel in den Tunnel einfädeln. Wenn ihr ein sehr dickes Band oder kleine Ösen habt, dann ist es ratsam, diese schon einzulegen, bevor ihr den Tunnel näht. Die Enden der eingefädelten Bänder könnt ihr verknoten oder umnähen. Die so vorbereitete Kapuze können wir nun an den Halsausschnitt nähen. Dabei nähen wir die vorderen Bereiche an den Belegen mit der Nähmaschine. Dafür lege ich die vordere Kante auseinander und positioniere die Kapuze so, dass die spätere Außenseite auf das Vorderteil trifft. Der Beleg wird darüber geklappt
und trifft somit auf die Innenseite der Kapuze. Jetzt habe ich hier diese 4 Lagen, wobei diese obere Kante vom Beleg genau auf diese obere Kante vom Vorderteil trifft. Und diese Strecke stecke ich zusammen und nähe sie mit der Nähmaschine. Prüft noch einmal, ob alle 4 Lagen richtig schön bündig liegen und dass die Kapuzenkante genau auf die vordere Kante trifft. Ich verwende einen Steppstich und nähe mit einer Nahtzugabe von 7 mm. So sieht diese Naht nun aus und auf die gleiche Weise nähe ich nun auch die andere Seite der Kapuze hier an. Nun können wir die Nahtzugaben hier an den Ecken kürzen, die Belege nach innen wenden und überprüfen, ob die Kapuze auf beiden Seiten auf der gleichen Höhe ist. Eventuell könnt ihr ansonsten die Naht noch mal korrigieren. Nun müssen wir noch den restlichen Teil der Kapuze annähen. Dafür stecken wir hier die Lagen zusammen, wobei die Knipse aufeinandertreffen, bzw. die Kapuzennaht trifft hier auf die hintere Mitte vom Rückenteil. Wir beginnen mit der Naht unterhalb vom Beleg. Dafür klappen wir diesen zurück. Nehmen hier diese bereits zusammengenähten 4 Lagen und beginnen jetzt etwa 5 cm hier über diesem Ende. Achtet beim Nähen darauf, dass alle 3 Stofflagen schön bündig liegen. Auch am Nahtende klappe ich den Beleg wieder um und auch das Vorderteil und nähe hier wieder 5 cm auf der vorherigen Naht.
Nun ist unsere Kapuze fertig angenäht und ihr seht hier im vorderen Bereich ist alles wunderbar sauber. Jetzt können wir zu guter Letzt noch hier diese kurze Kante vom Beleg auf der Nahtzugabe der Ärmelnaht mit einer Steppnaht befestigen. Im nächsten Schritt nähen wir nun das Saumbündchen an. Auch dieses ist in den vorderen Bereichen bereits fixiert und nun stecken wir es gleichmäßig verteilt fest. Dafür habe ich mir hier bereits die Mitte von meinem Bündchen markiert und falte nun die vordere Kante zu diesem Punkt und kann jetzt hier mit einem kleinen Einschnitt ebenfalls die Viertel markieren. Das mache ich dann auch auf der anderen Seite. Nun stecke ich beide Bündchenlagen mit der Jacke rechts auf rechts zusammen, wobei eben diese Knipse auf die Seitennähte und auf die hintere Mitte vom Rückenteil treffen. Hier im Bereich der vorderen Kante lege ich den Beleg schön glatt hin, greife nach innen, beide Nahtzugaben vom Beleg und vom Vorderteil, lege diese aufeinander, sodass also hier das Bündchen innen liegt, stecke die Lagen zusammen und nähe ähnlich wie bei der Kapuze hier zunächst dieses kleine Stück auf diesem zuvor schon genähten Bereich. So wie am Anfang der Strecke lege ich auch am Ende den Beleg auf die andere Seite, greife mir die beiden innenliegenden Nahtzugaben, lege sie genau aufeinander und nähe auch hier in diesen Bereich ein Stück hinein. Nun ist auch unser Saumbündchen angenäht und ihr seht hier, wie die Naht unter dem Beleg verläuft und alles wunderbar sauber ist. Zu guter Letzt sind noch die Ärmelbündchen an der Reihe. Hierfür habe ich bereits die Rechtecke rechts auf rechts zu Ringen geschlossen. Diese falte ich nun links auf links. Markiere die Mitte mit einer Nadel. Und stecke nun das Bündchen rechts auf rechts in den Ärmel. Dabei treffen die Bündchennähte auf die Ärmelnaht und die markierte Mitte auf die Ärmelmitte. Das Bündchen liegt innen im Ärmel und während des Annähens dehne ich es gleichmäßig auf die Ärmelstrecke. Somit sind auch die Ärmelbündchen fertig und jetzt schnell reingeschlüpft ins neue Teil. Das war also mein Nähvideo für alle Girls und Boys in the Hood zum Nachnähen. Noch mehr Tipps und Tricks zum Nähen und weitere tolle Schnittmuster findet ihr auf meiner Webseite Petty-Do. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, dann abonniert auch meinen YouTube-Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Tschüss!